Hallo und herzlich willkommen zum 14. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch die XD Mod 2 vor. Um genau zu sein, geht es um eine XD9 4.0 Mod 2 im Kaliber 9 mm von der Firma HS Product aus Kroatien. Das Modell so gibt es eigentlich nicht mehr. Mittlerweile hat die Firma den Namen des Produkts wieder geändert. Das heisst jetzt HS9. Zudem, in dieser Farbkombination, wie wir sie hier haben, gibt es die Pistole normalerweise auch nicht. Das ist extra beschichtet worden mit Cerakote, um sie so zu machen. Die aktuelle Version gibt es nur noch entweder komplett in schwarz und in schwarz mit einem Stainless Steel Schlitten. Zudem gibt es noch eine Kompaktvariante von dieser Pistole. Das wäre dann die HS9 3.0 mit einem 3 Zoll Lauf. Die auch gibt es nur noch komplett in schwarz oder in schwarz mit einem Stainless Steel Schlitten. Die XD Mod 2 ist der Nachfolger von der HS 2000. Die ist in Kroatien als Dienstwaffe für Polizei und Armee eingeführt worden und hat durch das sehr viel Beliebtheit erfahren. So sind auch die Amerikaner auf die Pistole aufmerksam geworden und Springfield Armory, als einer der grössten Hersteller von Waffen in Amerika, hat sich einen Exklusivvertrag mit HS Products ergattert und sie dürfen jetzt in Amerika die Waffe unter Springfield Armory vertreiben. Die Waffe wird in einem Kunststoffkoffer geliefert. Der besitzt im oberen Bereich über kleine Ösen, wo man bei Bedarf auch Vorhängeschlösser montieren kann. Im Lieferumfang dabei haben wir natürlich die Pistole selber. Bei dieser ist ab Werk schon ein Chamber Flag drin, also sprich, so eine ist auch im Lieferumfang dabei. In der Waffe bereits ein Magazin drin, dann noch dazu ein Ersatzmagazin. Dann haben wir einen Butzstab, also mit einer Hülse aus Kunststoff, um die Waffe mit Baumwollpatches trocken zu reiben. Und eine Bedienungsanleitung mit Bildchen. Und das ist der Lieferumfang dieser Waffe. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Striker-Fire-Pistole mit einem Double-Action-Abzug. Mit einem leeren Magazin wiegt das Modell nur knapp 810 Gramm. Das Griffstück ist aus einem Polymer-Gemisch und verfügt im hinteren und vorderen Bereich eine spezifische Texturierung, die die Waffe griffiger machen sollte. Manuell bedienbare Sicherungen hat das Modell indirekt. Man hat einerseits am Abzug eine Abzugssicherung, die man zum Beispiel von der Glock-Serie kennen. Und im hinteren Bereich eine Handballensicherung, die normalerweise bei den 1911er Serien üblich sind. Die muss man dann gedruckt lassen, damit man dann den Abzug überhaupt tätigen kann. Der Magazinauswurfknopf ist beidseitig vorhanden. Das heisst, die Pistole ist für Links- und Rechtsschützen gleichermaßen geeignet. Der Schlitten besteht aus Stahl und hat vorne und hinten Serrations.
Loading-Indikatoren hat die Waffe gerade zwei. Eine hier oben im oberen Bereich, wo anzeigt, ob eine Patrone in der Kammer ist. Und hinten dran hat es einen Stift, der rausschaut, sobald der Mechanismus geladen ist. Wie bereits erwähnt, verfügt die Pistole über ein Striker-Fired Double-Action-Abzugssystem. Das Abzugsgewicht liegt bei ca. 2,3 kg. Der Abzugsweg ist in einem normalen Rahmen für eine Striker-Fired-Pistole. Man merkt sehr gut, wenn der Druckpunkt anfängt. Der ist zwar ein bisschen schwammig, aber stört nicht so gross. Und der Reset-Weg liegt auch für eine Striker-Fired-Pistole in einem normalen Rahmen. Man spürt ihn nicht ganz so gut, aber das Klicken hört man sehr gut vom Reset. Es ist ein hammergeschmiedeter, gezogener Stahllauf, der 103,5 mm lang ist. Die Visierung ist horizontal verschiebbar. Hinten dran hat es weiße Punkte und vorne dran eine rote Fibereinlage. Der Rückstoß von diesem Modell liegt in einem normalen Rahmen für eine 9 mm Pistole. Sprich, man kann es gut handeln. Was uns sehr positiv überrascht hat, ist das Schussbild, das wir gemacht haben. Zwar vorab zum Sagen, es war alles ein bisschen nach links gewesen. Das hätte man beheben, indem man die Visierung nachjustiert hat. Das haben wir jedoch nicht machen, weil wir nicht das passende Werkzeug dabei hatten. Dennoch, trotz einem kleinen Ausreisser, war die Schussgruppe extrem eng beieinander und das haben wir noch nie geschafft, egal mit welcher Pistole wir geschossen haben. Das Magazin fasst 16 Schuss, besteht aus rostfreiem Stahl und Kunststoff. Im vorderen Unterbereich verfügt die Pistole auch über eine Picatinny-Schiene zum Anbringen von taktischem Zubehör. Mein Fazit zu dieser Pistole: ja, sie gefällt mir. Also, ja, ich finde jetzt, obwohl man am Griffstück nichts ändern kann, nichts anpassen kann, liegt sie eigentlich doch anständig in der Hand.
gut zum Kontrollieren. Ja, es macht Spass mit dieser Schiessen und wie wir es halt beim Schussbild gesehen haben, ja, die Waffe hat etwas auf dem Kasten, sicher was. Ich finde es eine super Alternative für, sagen wir es alle, andere, langweilig, 0815, kauft mir eine Glock, finde ich, ist das eine super Alternative zu diesen Waffen dort und ich würde sie sicher jedem empfehlen. Ich bin ähnlicher Meinung wie der Salvo. Es ist eine schöne Waffe, die nicht jeder zweite hat, wie andere Pistolen, Glock, M&P, sind schon recht verbreitet. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der Abzug. Der ist beim Druckpunkt und beim Resetpunkt ein bisschen schwammig. Aber sonst wirklich präzisionstechnisch mega krass. Und auch sonst vom Schiessen, vom Handling wirklich Top-Waffe. Also sehr zu weiterempfehlen. Ja, das wäre es für heute. Euch danke vielmals fürs Zuschauen. Wie immer, Detailbilder zu den Waffen findet ihr in unserem Instagram- und Facebook-Account. Da jetzt auch noch ein Dankeschön an Schiesszentrum Ostschweiz, das uns ermöglicht hat, unsere Schussaufnahmen dort zu machen. Und ein Dankeschön an Hubertech, der die Cerakote-Beschichtung auf dieser Pistole gemacht hat. Zwar können wir euch keinen Link in die Videobeschreibung tun, aber ihr wisst ja, wie Google funktioniert, also werdet ihr es schon finden für die, die es interessieren und wer das gemacht hat. In dem Fall, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.